Heute sind wir wieder zurück im Ferienhaus. Dieser zweite Besuch war ohnehin geplant, aber da wir diesbezüglich sehr oft angeschrieben wurden, haben wir diese Untersuchung vorverlegt. Bei der ersten Ermittlung in diesem Haus gab es einige interessante Ergebnisse. Zuerst wurden wir bezüglich unserer Vermutungen mit dem Hausherrn in die Irre geführt und Chris ging es auf einmal ziemlich schlecht. Wir haben auch damals die Untersuchung abgebrochen. Bei der Nachuntersuchung stellte sich heraus, dass scheinbar viele Seelen oder Entitäten in der Hütte sind. Nicht nur der Erbauer oder der Erbauer überhaupt nicht. Wir konnten auch damals nichts Betrauliches feststellen. Wie versprochen sind wir nun wieder hier und haben den ganzen Tag im Haus verbracht. Wir nahmen uns die Zeit, nochmal alles genau anzusehen und haben festgestellt, dass die Hütte technisch komplett in Ordnung ist. Es war ein angenehmer und ruhiger Nachmittag und es ist uns nichts Außergewöhnliches aufgefallen. Im späteren Verlauf sollte sich das ändern. Wir haben sogar sehr lange überlegt, ob wir aus dem Material eine Episode machen sollen, denn die Vorkommnisse an diesem Abend waren einfach nicht zu glauben. Zu Beginn schnappten wir uns die Kinect und untersuchten jeden Winkel des Hauses damit. Letztens waren ja ganz interessante Ergebnisse, aber wir haben so wenig Zeit gehabt, darum denke ich mal, wäre es ganz gut, wenn wir diesmal mehrere Experimente machen. Wir sind zum Beispiel mit der Kinect nicht durchgegangen, wir haben den Fernseher noch nicht gehabt, wir haben keinen Bewegungsmelder aufgestellt. Ich würde sagen, weil die Ergebnisse doch sehr interessant waren, schauen wir mal durch, ja, komplett, mit allem, was wir haben. Ja. Und das neue Portal haben wir auch dabei. Und das neue Portal haben wir auch dabei, genau. Gut, dann werde ich mal die Kinect anstarten. Und dann würde ich sagen, wie machen wir? Wir gehen von oben nach unten, oder? Ja. Jetzt setzen wir ganz rauf. Ja. Dann schauen wir mal runter. Läuft. Würde ich sagen, gehen wir mal los. Ja. Schauen wir uns diesmal alles in Ruhe an. Aber den Bewegungsmelder nehme ich mit. Was steck ich? Ja, steck ich durch. Es geht, wenn wir beim Runtergehen dann oben aufstellen. Haben wir letztens auch nicht gemacht. Also, was für Teil ist das große Teil oben? Beide. Beide Teile oben, okay. Beide, wir werden das so eine kleine Lichtschranken bauen. Okay. Ich würde sagen, muss noch ein bisschen hin, was das so denn? Das machen wir dann beim Runtergehen, oder? Okay. Jetzt sagen wir, schauen uns jeden Raum einmal an. Hast du noch eine Hand frei für die Kamera? Ich will jetzt da keine Hand frei ziehen, man müsste das Okay, noch na, aufstellen, passt. dann geht's schon. Wir möchten uns nochmal vorstellen. Mein Name ist Alex. Mein Name ist Jürgen. Ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, gerne hier auf dem Bildschirm zeigen. Oder auch anders bemerkbar machen. Durch Geräusche. Oder ihr könnt in die Kameramikrofone sprechen. Wir waren ja letztens schon einmal hier und haben über das Portal, über dieses laute Gerät, sehr viele Meldungen bekommen. Und
Jetzt wollten wir einfach mal herkommen und versuchen mit euch Kontakt aufzunehmen. So, dann schauen wir. Genau. Den stelle den Sensor auf die eine Seite da. Ja, unten. Der andere auf die, genau gegenüber. Das habe ich eingeschalten. Der ist so off. On. Genau. Test. Passt. Sehr gut. Ich kann euch gerne auf diesem Gerät hier zeigen. Aber wir hätten auch noch andere Geräte mit, wenn das jetzt nicht so gut funktioniert. Sehr zurückhaltend halt. Ja, Zumindest momentan. aber gut, wir haben auch noch andere Gerätschaften mit, wie gesagt. Mhm. Schaut's auf die Tür. Oh. Geht das? Bist du angekommen? 2 Meter. 1,5 Meter. Da steht 3 Meter. Wer hat denn hier die Tür geöffnet? Hallo? Fenster sind alle zu? Ja, die Tür ist dazu. Ne? Ja. Ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht wenn der Wind geht oder so, aber ist ja nichts. Hast du die Tür geöffnet hier? Ich würde sagen, wir werden die Kinect da aufbauen und laufen lassen. Und mal schauen, was dann passiert und machen dazwischen, ja, ich würde trotzdem gerne das Ghost Radio einsetzen, zumindest kurz,
Auch wenn es nervig ist mit dem Zischen, werden sie ein bisschen leiser drin. Aber es gehört einfach irgendwie dazu, würde ich sagen. Auf jeden Fall, wenn wir uns ermitteln, und das ist ja neues Equipment. Ja, die Kinect konnte diesmal absolut keine Bilder einfangen und es war verdächtig ruhig im Haus. Wir rätseln noch immer, warum sich die Türe bewegt hat, weil alle Fenster waren geschlossen und es gab keine Zugluft im Haus. Die Scharniere sind schon sehr alt und die Türe ist nicht mehr so leicht zu bewegen. Wenn man die Aufnahme genauer ansieht, dann schließt sich die Türe zuerst wenige Zentimeter und dann öffnete sie sich komplett. Wir selbst und der Kameramann waren ungefähr 2 Meter davon entfernt. Wir waren sichtlich irritiert und haben vor Ort sehr lange darüber gesprochen. Letztendlich wollten wir aber auch mit der Ermittlung vorankommen und gingen dann das ganze Haus erstmal mit der Ghostbox ab. Gut, dann machen wir trotzdem eine Runde damit. Schauen wir wieder rauf. Ja, gehen wir. Dass der Schranken funktioniert. Habe ich jetzt verstanden, wer bist du? So, Jürgen und Alex sind noch einmal hier. Ja, Hat jetzt gesagt der Alex. war möglich gewesen, ja. Wir möchten euch hier keinesfalls stören, aber die Antworten letztens speziell über das Portal waren so dermaßen interessant, dass wir gedacht haben, wir kommen noch einmal her und würden gerne mit euch sprechen. Ihr könnt auch gerne dieses Gerät benutzen, in Jürgens Hand. Wenn die Antwort ja ist, dann versucht doch bitte oder berührt dieses Gerät. Ja, funktioniert. Ist jemand hier bei uns? Ja, Ein bisschen Ausschlag haben weiter wir. weg. Ausschlag Das ist haben es wir. nicht, oder? Nein, das ist Ja, ganz leicht. Da so. ganz leicht. Ja. Aber das war voller Ausschlag jetzt. Schau, dass die Lampe draußen lässt. Genau. Ja, außer vom Ja. Licht. Könnt ihr euch noch an uns erinnern? Wann waren wir denn da? So länger her. Könnt ihr euch noch an uns erinnern? Ja, voller Ausschlag. Dankeschön. Heute ist der Chris nicht mit dabei. Dem Chris ist ja letztens nicht gut gegangen, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Ja, Nix. ja, kein Ausschlag jetzt. Wir haben ja damals gedacht, dass der Hausherr, der Hauserbau noch hier ist. Aber es hat sich nachher herausgestellt, dass es nicht so ist. Ist jemand anderer hier bei uns außer der Hausbauer? Ja, jetzt haben wir einen Ausschlag. Könntest du das bitte noch einmal machen? Steht da.
Würdest du bitte dieses graue Gerät nochmal berühren? Oder möchtest du uns deinen Namen hier über dieses Gerät sagen? Bist du schon länger hier in diesem Haus? Ausschlag, ja. Bist du hier an diesen Ort gebunden? Wir haben bei unserem letzten Besuch erfahren, dass hier ein Friedhof gewesen sein soll aus dem Krieg. Könnt ihr mir das bestätigen? Was, Mann? Ich habe das nichts geleitet, ja. Ich habe es jetzt nicht gehört. Ich glaube, das war Mann. Ja. Ist hier ein Portal zu einer anderen Welt in diesem Haus? Oder in dieser Umgebung? Dunkel. Ja. Ja, schon recht. Hast du gerade dunkel gesagt? Ich habe jetzt Alter verstanden. Ja. Doch. Nein, ich habe jetzt nicht Alter verstanden, aber ich habe mir gedacht, irgendwas war da. Weißt du noch unsere Namen? Das neben mir ist der Jürgen. Mein Name ist Alex. Möchtet ihr mit uns sprechen? Wer hat denn vorher im Erdgeschoss die Tür geöffnet? Warum? Ich habe jetzt so etwas gehört, aber ich habe es nicht erkannt. Ich habe Amon verstanden. Könntest du bitte noch einmal wiederholen, wer im Erdgeschoss die Tür geöffnet hat?
Christian ist es letztens nicht sehr gut gegangen, wie wir hier waren. Wisst ihr warum? Ja, mit einem Ausschlag, einen ordentlichen. War das jemand von euch? Hat das jemand von euch gemacht, dass es Christian damals so schlecht ging? Ja, schon wieder Ausschlag. Wir hatten ja auch ein Experiment mit... War jetzt los? Das soll nichts sein, ne? Ich habe gerade auf die Kamera geschaut. Wir hatten ja versucht, mit 2 kleinen Geräten, das Handy-Experiment, Genau, ja. mit euch zu sprechen. Und da wurde die Verbindung immer beendet. Wurde die Verbindung durch euch beendet? Oder durch jemanden von euch? Ja, schon wieder Ausschlag. Werdet ihr uns heute erzählen, was in diesem Haus passiert ist? Oder werdet ihr uns heute sagen, was in diesem Haus los ist? Immer wieder Ausschlag. Ihr könnt versuchen, über dieses Gerät zu sprechen. Ich glaube, ihr wisst, wie das funktioniert. Ja, wieder Ausschlag. Bleibt. Sollen wir bleiben, noch kurz, in diesem Raum? Wieder Ausschlag. Was möchtest du uns denn sagen? Das letzte Mal, wie wir da waren, habt ihr gesagt, schau doch mal zum Baby, Kleine. Na und? Ja. Leichter Ausschlag, aber gar nicht leicht. Erzähl uns doch bitte, was hier passiert ist in diesem Haus. Ja, Ausschlag. Wer hat denn vorher im Wohnzimmer die Tür geöffnet? Könnt ihr das hier auch machen? Ja, leichter Ausschlag schon wieder. Wir haben hier draußen ein Gerät stehen. Wenn ihr da durchgeht oder es berührt, dann macht es einen Ton.
Könnt ihr das bitte einmal für uns machen? Oder sollen wir jetzt auch noch eine Runde gehen? Jetzt kein Ausschlag. Ist mir jetzt keiner. Gehen wir noch eine Runde, oder? Ja. Also wenn ihr hier durchgeht, dann gibt es einen Ton. Ihr könnt das gerne mal ausprobieren. Hast du das gehört? Idiot, oder? Ja. Ja. Hast du das auch gehört? Habe ich gehört, ja. Idiot, oder? Ja. Aber eindeutig. Ja. Sehr freundlich ist das jetzt nicht. Danke sehr. Ja, stimmt. Hast du das zu mir gesagt, Idiot? Ja, das ist schon gesagt. Was ist da auf der Kamera? Ich habe mich gerade anhalten müssen, ich fürchte, das war jetzt nicht der Ordnung. Ich halte fest, hast du nicht gemeint, voller Ausschlag. Ja. Sind wir alle Idioten hier? Ja. Das gibt's nicht. Ist es sicher nicht der Radio? Nein. Nein. Kein Ausschlag. Naja, dann vielen Dank für den neuen Titel. Wir würden aber viel lieber bitte gerne Auskunft über dieses Haus und seine derzeitigen Bewohner haben. Hier gibt es Urlauber, die immer wieder herkommen und die berichten, wir haben mittlerweile mit ein paar Leuten gesprochen, von Türen, die sich selbst öffnen, von Geräuschen im Haus, von Angstzuständen. Ja, der leichte Ausschlag dann. Ja, war ganz schön. Macht ihr das, dass die Leute hier dauernd Angst haben? Ja, wieder Ausschlag. Deutlichste schon. So gar nicht mehr auf. Ja. Könnt ihr das bitte noch einmal machen, dass dieses Gerät so leuchtet? Ja, jetzt wieder. Strom ist aus, gell? Ja, Strom ist aus. Sehr, schau, hört gar nicht mehr auf. Was? Hört gar nicht mehr auf. So Verständnis? Ja. Danke auf jeden Fall für die ganzen Reaktionen. Hat das jetzt nochmal? Ja, jetzt nicht mehr. Jürgen und ich haben heute noch ein paar Geräte mit.
Ja. Wie zum Beispiel ein altes Fernsehgerät. Das könntet ihr vielleicht noch kennen. Ja. Und dieses Gerät ist unser Portal. Und das Portal. Möchtet ihr uns über diese Geräte vielleicht etwas erzählen? Wir werden auf jeden Fall versuchen, mit euch über diese Geräte zu sprechen. Und wir möchten mit diesen kleinen Geräten über die Telefone auch noch einmal versuchen, mit euch in Kontakt zu treten. Versuchen wir das nächste Experiment. Ja. Passt, machen wir. Das Ghost Radio war in dieser Nacht endlich wieder lebendiger als bei den letzten Untersuchungen. Dennoch, auf der einen Seite kamen Meldungen, man möge bleiben, und auf der anderen Seite, dass man wieder gehen soll. Es wirkt immer mehr, als wäre dieses Haus ein Hotspot für Entitäten aller Art und Gemütslage. Die Meldung Idiot war für mich interessant. Der erste Gedanke war, wer dieses Wort im Radio verwenden sollte. Die K2-Meter-Ausschläge sind für uns unerklärbar. Wir haben das Gerät den ganzen Nachmittag aktiviert, an verschiedene Orte gelegt und es hat kein einziges Mal geleuchtet. Am Abend wurde es passend zu den Fragen immer aktiver. Das kann ein Zufall sein, aber eben auch nicht. Wir freuten uns sehr darauf, mit dem alten Fernseher zu experimentieren. Manche Teams haben damit ganz gute Ergebnisse erzielt. Die Theorie besagt, dass sich Wesen akustisch über das weiße Rauschen bemerkbar machen können und im Extremfall sieht man etwas am Monitor. Dass nicht der Fernseher der Star dieses Abschnitts wird, konnten wir zu dieser Zeit noch nicht ahnen. Wir haben hier ein altes Fernsehgerät mit. Vielleicht ist es euch möglich, dieses zur Kommunikation mit uns zu verwenden. Entweder vielleicht im Bild oder im Ton. Und dieses Gerät kennt ihr. Das könnt ihr gerne berühren, wenn die Antwort ja ist. Schalten wir mal an. Würde ich sagen. Aha, war ja logisch. Ja. Weglegen, gell? Röhrengerät. So geht's. Wow. Strahlt Da war noch besser. Strahlung drauf auf den alten Röhren, oder? Genau, da fallen mir die Haare aus, wenn du das anschaust. Ja. Aber das dürfte funktionieren. Ja. Wo wollen wir anknüpfen? Am Idioten? Sie machen es gern, oder? Ja. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Wir haben ja vorher schon gesprochen, wir haben ein paar Sachen aus dem Ghost Radio gehört, aus dem Radiogerät, das wir oben mit hatten. Wir würden bitte gerne mehr Informationen über die Bewohner dieses Hauses haben. Würdet ihr uns bitte mitteilen, wer hier mit uns im Raum oder im Haus ist? Ihr könnt es auch über die Kamera machen, über dieses Gerät. Sehr laut hineinsprechen. Kannst du ins Mikrofon reinsprechen, das auf der Kamera drauf ist. Wir haben jetzt so das Fernsehgerät, das auch analog funktioniert, das auch verwenden können, oder halt das K2-Meter, wo ihr mit dem Ausschlag super antworten könnt. Ja. Danke. Wir haben letztens sehr oft gehört, dass wir wieder gehen sollen. Und Aussagen wie, schau doch mal zum Baby, mein Schätzchen,
Ich kann mich erinnern an Schau nicht so böse oder Schau nicht so traurig zum Chris. Das war auch in Niederösterreich bei der zweiteiligen Episode immer wieder der Christian das Thema. Ja. Habt ihr den Christian so gern? Wir haben gehört, hier soll ein Portal sein zu einer anderen Welt. Ist das richtig? Dürfte nicht mit uns sprechen. Jetzt erst den Ausschlag gehabt. Schau, jetzt ist wieder. Es gibt aber einen Ausschlag. Sie dürfen nicht mit uns sprechen, aber gleichzeitig sprechen sie mit uns. Dürft ihr uns gewisse Sachen nicht sagen? Okay. Aber wer kann sowas verbieten? Wir sind hier, um herauszufinden, ob es nach dem Tod des Körpers noch eine Existenzform gibt. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, den niemand sagen darf. Steht dieses Haus auf einem ehemaligen Friedhof? Oder ist hier noch jemand begraben? Würdet ihr uns bitte etwas von eurer Geschichte erzählen? Wenn es auf diesem Weg möglich ist. Wir haben natürlich vom Fernsehexperiment wenig Ahnung jetzt. Ja, ob man auch erst bei der Auswertung vielleicht was sieht oder hört. Weißes Rauschen ist drinnen. Das weiße Rauschen sollte ja der Träger für EVPs sein. Dass man das auch erst bei der Auswertung wahrnimmt. Möglicherweise, ich weiß es jetzt momentan noch nicht. Ja, wir sehen jetzt ja gar nicht hin auf die Rede, man hat eine andere Chance, dass man... Ja, ich sehe schon, ich habe schon einen Blick. Aber es ist ziemlich gleichmäßig. Ja. Okay. Was war letztens noch im letzten Besuch? Ja, der Kampfschauplatz, also nicht unbedingt, dass er Friedhof ist, ich glaube, hier ist gekämpft worden. Das letztes Mal, wenn wir da waren, auch... Hat das jetzt geleuchtet? Es hat kurz aufgeleuchtet, ja.
Aber nur ganz schwach, also ganz im schwächsten Bereich. Also für mich hat das jetzt total Ja, geflasht. Ja. ja, bei mir ist es nicht anders. Was war noch? Dann war eine Geschichte mit dem Geist, diese Präsenz, die da im Keller irgendwo ist. Ja, das, Aber ich glaube, Im Sande ist verlaufen. wieder ist im Sande verlaufen, genau. es war eigentlich ein Verwirrspiel. Genau, Wir haben zuerst geglaubt, dass der Hausherr da ist. Und nachher, genau, es kam die Meldung, wir werden verarscht. genau. Wir werden verarscht und das war der Grund, warum wir dann nochmal gekommen sind. Ja, verarscht hat. Wie viele Seelen oder auch nichtmenschliche Wesen sind hier? Sind viele hier? Würdet ihr mit diesem Gerät, diesem Fernsehgerät, besser zurechtkommen, wenn wir vielleicht Okay, rausgehen würden? das war schnelle Reaktion. Dann wollen wir die Kamera mit dem Fernsehgerät einmal 5 Minuten alleine lassen? Ja, kann ich das machen. Also, wenn es einer das lieber ist, also ich glaube, einen Grund gebe ich es ja keinen, weil Okay, ja, vielleicht bringt das ja was. Da werde ich aber das da umstellen. Dann haben wir das K2 auch im Blick. Das K2, legen wir mal darüber. Ich sehe es jetzt nicht, dass da noch drauf ist. das gibt es auch schon. Sollen wir euch ein bisschen alleine lassen mit diesem Gerät? Das ist immer schneller irgendwie eine Antwort, als ich gefragt. Ne? Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal raus. Kannst abdrehen.
Experiment bin ich schon gespannt. Mhm. Also eine Kollegin von Ghost Capture, das ist eine andere Ghost Hunter Gruppe, die auch in YouTube vertreten ist, die hat mir eine Frequenz genannt. Mhm. Ja, die haben wir uns jetzt eingestellt. Mhm. Ich bin gespannt, was das bringt. Hast du das gehört? Ja. Da ist was runtergefallen. Schau mal, da ist was runtergefallen. Hast du das gehört? Ja, war laut. So irgendwie ein Blech. Siehst du das? Kannst du mal weiter runterleuchten? Da liegt der draußen. Da? Wo war die? Das ist doch ein Kastel draufgegangen, ganz am Raum. Das ist mir schon aufgefallen, weil das ist noch mit Schilling beschriftet, die ist uralt. Weh, Alter. Gut. Das ist Wahnsinn. Ja, wie kann die bitte runterfallen? 2,50 Schilling. Das ist Wahnsinn, was die heute ist. Das ist der Mäuseerregung. Gut. Ja, Dann haben wir jetzt das. sehen wir das bei der Auswertung, was da passiert ist. Ja, das ist Ob was passiert ist. Das mit der Dose. Eigentlich war die draußen, ne? Das ist komisch. Mäuse. Da auch ein Kastel oben. Keine Ahnung. Kastel, Maus halt. Gut. Dann, würde ich sagen, bereiten wir das letzte Experiment vor. Ja. Handy-Experiment. Handy ist gut, ja. Versuchen wir das Handy-Experiment. Da war das letzte Mal 3 Verbindungsabbrüche. Ja, es war nie kein Ergebnis, aber es war arg, dass diese Abbrüche das mit dem hat. Jedes Mal, solange wir gewartet haben, ist dann los gewesen, kaum sind wir rausgegangen, war es aus. Gut, dann würde ich sagen, dann bereiten wir das nächste vor das Handy-Experiment vor. Mhm. Bei der Auswertung bemerkten wir, dass ich die Kamera zweimal leicht verdrehte. Ich weiß aber aus zuverlässiger Quelle, dass ich vergessen hatte, die Schraube anzuziehen. Vielleicht hat sich deswegen der Schwerpunkt verlagert und die Kamera deshalb verdreht. Auf der anderen Seite vergesse ich gerne wieder mal Schrauben anzuziehen, aber sowas ist bisher noch nicht passiert. Das K2-Meter spielte immer wieder verrückt. Wir haben beim Versuchsaufbau darauf geachtet, dass das K2 weit genug von den Bildröhren entfernt ist, da diese massiv strahlen. Dennoch wurde es immer wieder aktiv. Dann wäre noch die alte Dose. An dem Abend war schon einiges passiert und wir konnten Mäuse mit großer Sicherheit ausschließen. Deswegen sind wir etwas ratlos. Langsam aber beginnen wir das Problem der Urlauber zu verstehen. Der nächste Versuch war dann das Handy-Experiment. Hast du jetzt bei mir die Taschenlampe auch aufgedreht, weil wir da ja Strom lassen erinnern? Ja. Ich nehme es an. So, wieder für die Rückkopplung. Ich schaue jetzt mal kurz auf Stumm. Ja. Gut. Ja. Runter. Okay. Das ist ein Lautsprecher nach unten. Ja, ja, jetzt habe ich mir momentan das Mikrofon noch abgedreht wegen der Rückkopplung. Genau zur Erklärung vielleicht. Das ist ein Telefon. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es benutzen und hier hineinsprechen. Wir werden bis dahin den Raum verlassen. Ja, Genau, wir haben unten dann, können wir mithören. genau. Und unten können wir mithören. Sehr gut, gekoppelt.
Lautstärke ist ganz auf Maximallautstärke. Gut. Mit Lautsprecher. Die erste Frage, die ich natürlich habe, ist, könnt ihr das bitte nochmal machen, einfach aufzulegen? Das hat mich am meisten fasziniert. Zweimal, ja. Dreimal. Dreimal oder sogar. Dreimal was, ja. Ja. Jetzt scheint noch zu stehen. Ihr könnt euch gerne über dieses Telefon bemerkbar machen. Hast du das gehört? Ja, deutlich, ich weiß nicht, wie viel es gibt. Es gibt Die Tür ist zu. Und diesmal ist das Gerät noch weiter weg. Ist oben flach, oder? Ja. Okay, ja. Und unten, also letztens war es ja unten bei den Stufen, diesmal ist es im ersten Stock. Könntest du bitte noch einmal in das Gerät hineinsprechen? Das ist schon. Wer ist hier in diesem Haus? Möchtest du uns bitte deine Geschichte erzählen? Warum flüchten die Urlauber aus diesem Haus? Kannst du uns das bitte erzählen? Trau dich, du kannst gerne in das Gerät hineinsprechen. Oder die Verbindung beenden. Wer von euch hat die Dose hinuntergeschmissen? Wieder. Anruf beendet, schau. Anruf beendet. Ja, jetzt ist es weg. Super. Naja, Wieder. Starten wir es noch. Das ist komisch, ja. Anderer Standort. Anderer Standort. Ja, Wieder. na, ich würd sagen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es wieder passiert. Ja. Immerhin waren es jetzt 4 Minuten, was gerade. Vielleicht war es langweilig, weil wir zu wenig geredet haben. Oder die falschen Fragen gestellt. Ja, das mit den Fragen ist immer etwas schwierig. Ja. Gut, dann schauen wir nochmal rauf. Netzabdeckung ist nämlich ganz gut. Ich meine, es ist zwar jetzt nicht 4G-Verbindung, aber sie ist mit vollem Ausschlag. Gut, dann schauen wir nochmal rauf. Weißt du, dass mir das schon langsam echt unheimlich wird? Ja, es ist wirklich, also Wie oft telefonieren wir miteinander? Wir telefonieren stundenlang im Monat. ja, Ja? Und weißt, das passiert einfach nicht. Ja? Also und immer wieder da. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, weil es bei den Stufen abgeschirmt sein könnte oder was stören könnte, legen wir es halt in den ersten Stock. Selbes Ergebnis. Selbe Ergebnis. eigentlich. Es hätte ja sein können bei den Stufen, dass da ein Sendeloch ist. Dass da die Netzabdeckung schlecht ist, aber da oben, da ist es überall gut, die Netzabdeckung. Das ist überall gut, die Netzabdeckung. Wie viele Striche Empfang hast du? Also es ist zwar auf Edge, aber es ist voller Ausschlag. Und jetzt also steht auf H+, ja, HSDPA. HSDPA, okay. Gut. Ich rufe dich nochmal an.
Ja. Ich drehe dann wieder auf Stumm, damit wir nicht wieder die Rückkopplung haben. So, da ist der Anruf. Da. Heben wir ab. Stumm. Ja. So. Da sind wir wieder. Ich lasse vielleicht diesmal das. Das ist jetzt ein typischer Ausschlag vom Ja. Sende-Empfangsteil. Ja. Ja. Das ist klar, weil da ist das Sende-Empfangsmodul. Das hat nichts mit LTE zu tun, sondern es ist einfach die elektromagnetische Ausstrahlung von diesem Bauteil. Das strahlt in eine gewisse Richtung und auf einer gewissen Seite strahlt es eben nicht mehr. Das ist genau die Reichweite. Wir werden das auf die Seite legen. Ja, das Display wird zwar selber dunkel, dann gut, wir lassen es jetzt offen. Verbindung steht. Okay. Auf ein neues. Ja, schauen wir runter. Du warst ja letztens nicht mit, gell? Dreimal Verbindung abgerissen. Jedes Mal, es würde wir auflegen. So wie jetzt im Grunde genommen. Ja. Test. Ja, Gut, steht. Es wird gekoppelt. Ja, Ja, noch einmal. wir sind es nochmal, wollte ich auch gerade sagen. Ja. Hast du die Verbindung unterbrochen? Kannst du das bitte jetzt gleich nochmal machen? Oder möchtest du uns ein paar Fragen beantworten? Ja, beziehungsweise sag Der uns, riecht das wie das Brennen, gell? sag uns doch, warum du die Verbindung beendest. Du kannst ganz laut in den Lautsprecher in dieses schwarze Gerät hineinsprechen. Und wieder Hacker dran. Ne? Was stört dich? Warum legst du da auf? Sag uns doch bitte, wer du bist. Das wieder, also hier ist die Netzabdeckung super, das heißt die WR Plus, voller Ausschlag, volle Striche. Oder du kannst auch das Gerät gerne runterschmeißen. Ja, schmeiß es einfach runter. Oder auch das graue Gerät daneben. Mhm. Oder kannst du hineinpusten. Oder draufklopfen. Das war Klopfen. Hast du das gehört? Ja, klar, das glaube ich. Kannst du bitte noch einmal klopfen? Oder daneben durch die Schlafzimmertür gehen. Komisch. Das, was du gemacht hast, war auf jeden Fall zu hören jetzt bei uns. Kannst du es noch einmal machen? Würdest du bitte noch einmal klopfen? Einfach auf das Gerät draufklopfen. Oder wie gesagt, durch die Türe gehen. Dann läutet diese Glocke, die wir aufgestellt haben. Warum erschreckst du die Urlauber?
Ist es dir recht, wenn in Zukunft wieder Leute herkommen würden? Wenn du das nicht möchtest, dann beende bitte wieder die Verbindung oder klopf auf das Gerät drauf. Mach bitte hier. Reinbleiben. Wow. Ja, das ist ja deutlich jetzt. Kannst du das bitte noch einmal machen? Da wieder ein Geräusch. Nein, das war jetzt nicht, habe ich nie gesagt. Nein, aber so wie so ein Zischen. Nein, das war jetzt so ist nicht. Kannst du das bitte noch einmal machen? Wenn du es noch einmal machen kannst, dann legen wir auf und beenden das Experiment, wenn du das möchtest. Du kannst auch oben über das Gerät auch reinsprechen, dann hören wir das bei der Auswertung. Oder gleich. Oder gleich. Bitte mach nochmal ein Geräusch. Vielleicht muss er ein bisschen Energie sammeln. Wir warten noch ein bisschen. Dann hört ihn mal wieder was. Ja. Das hat sich ja nicht nach einer Netzstörung angehört oder sowas. Also wir sind. Ja. Ja. Und wie wenn es ein Stück weg gewesen wäre sogar. Ja. Vom Mikrofon direkt daneben. Ja. Bitte sei so nett und mach nochmal Geräusche. Du kannst ja auch Energie aus der Lampe nehmen, die daneben steht. Oder vom Gerät selbst. Mhm. Oder du legst einfach auf. Diesmal ist es recht stabil, gell? Das sind wir auch auf 4 Minuten wird es einmal bei 7 Minuten 20. Erzähl uns bitte was über dieses Haus. Man hört immer wieder ein bisschen was, gell? Zwischendurch. Ja. Aber es ist nichts zum Verstehen, es ist nur ein Zisch, irgend so. Also ich bin auf die Auswertung dann schon gespannt, dass du das, den Ton verstärkst. Diesmal bin ich echt gespannt. Ja. Das Auflegen war schon sehr interessant. Aber jetzt wieder so ein bisschen was. Ich habe es zwischendurch auch irgendwie gesprochen, hast du jetzt erst auch kurz was gehört, aber es ist nichts zum Verstehen. Könntest du bitte noch einmal ein Geräusch machen? Auf das Gerät klopfen oder hineinpusten? Möchtest du noch über das Portal mit uns sprechen? Hast du die Türe geöffnet im Wohnzimmer oder die Dose hinuntergeschmissen? Jetzt ist nichts mehr. Nichts mehr. Wir werden jetzt das Gespräch gleich beenden. Möchtest du uns noch etwas mitteilen auf diesem Weg? Gar keine Sache, wir können das später bei der Auswertung hören. Es muss nicht sofort, muss nicht so laut sein. Wenn du möchtest, dann kannst du die Verbindung jetzt nochmal beenden. Das
jetzt? Das 10 Minuten haben wir jetzt. Okay. Ja, ich würde sagen, lassen wir es jetzt so. Vielen Dank. Danke. Jetzt beenden wir es diesmal das erste Mal. Das erste Mal beenden wir die Verbindung. Ja. Letzte Chance, du darfst sie nochmal beenden, wenn du möchtest. Ja, man hört schon wieder. Das war schon wieder Geräusch. Ich hab's jetzt nicht gehört. Ja, jetzt war deutlich zu hören. Na gut, Danke sehr. danke. Ja, das erste Mal jetzt wir. Gut. Das heißt einmal Verbindung beendet und einige Geräusche. Das letzte Mal waren überhaupt keine Geräusche zu hören. Dafür war es dreimal aktiv beendet. Ja, und diesmal einmal beendet und sehr, sehr viele Geräusche. Bin gespannt, was es bei der Auswertung ergibt. Dann würde ich sagen, wir räumen das auch nochmal weg. Mhm. Und hast du noch Bock auf Portal oder lassen wir das diesmal? Naja, jetzt haben wir schon da, wir haben das frisch bekommen. Ich würde sagen, schauen wir mal wenigstens, weiß ich nicht, 5 Minuten, 10 Minuten, sowas. Das wird meistens länger. Ja, machen wir das Portal. Zufälle, die sich häufen. Wieder wurde die Verbindung beendet. Wir hatten an diesem Tag in der Hütte sehr viele Telefonate und keiner von uns hatte derartige Probleme mit dem Empfang. Auch an keinem anderen Ermittlungsort kamen derartige Verbindungsabbrüche vor. Man hörte immer wieder Geräusche über das Telefon. Es wirkt, als würden sich die Ergebnisse von Ermittlung zu Ermittlung verbessern und immer mehr zum Vorschein kommen. Eigentlich war der Plan, dass wir nun das neue Portal testen, aber irgendwie wurden wir auf unglaubliche Weise mehrmals davon abgehalten. Also das mit dem Telefon, das war schon interessant. Mhm. Ich bin auch gespannt auf die Auswertung. Das ist auf jeden Fall besonders was bei der oberen Kamera, das sie da abgespielt hat. Ja. Ja, also war schon interessant. Gut, dann würde ich sagen, probieren wir das neue Portal aus. Das freut mich schon richtig diesmal. Ja. Das gehört? Ja, das war doch der Bewegungsmelder. Bewegungsmelder. Ja, dann schauen wir mal. Läuft die Kinect noch? Ja, die läuft noch. Das ist einmal was funktioniert. Sehr cool. Hast du das Ganzmometer mit? Ah, nein, Nimm das Ganzmometer mit. genau. Sehr gut. Hallo? Noch einmal. Das war schon wieder. Hallo? Wer hat denn hier geläutet? Ist jemand hier bei uns? Ich kann das auslösen. Eine Maus vielleicht? Ja, aber die Mäuse laufen doch die Mauer entlang. Also das steht ja nicht an der Mauer dran. Da würden sie ja normalerweise hinten vorbeilaufen. Na, vor allem der Sensor ist höher. Stimmt, das muss eine große Maus sein. Hast du irgendwo Mäusedreck oder sowas gesehen? Gar nichts. Das ist alles total sauber da und soweit ich weiß, ist die Hütte überhaupt nicht besucht worden. Und ich steige aber drüber. Hallo? Du kannst dich gerne zeigen, wenn du möchtest. Ist jemand hier bei uns? Ja, leichter Ausschlag. Ah, okay. Wer hat denn hier geläutet? Ja, jetzt war ich dann. Leichter Ausschlag, kurz. Das ist mal drauf schauen. Ja. Ist jemand hier bei uns?
Wieder ein leichter Ausschlag. Aber es ist immer ganz leicht. Okay. Ja, die war jetzt deutlich. Der war gut, ja. Kannst du das bitte noch einmal machen? Könntest du bitte noch einmal läuten? Das ist schon wieder kein. Das sieht nichts mehr. Sehr schade. Ja, wieder. Voller Ausschlag. Was ist drauf? Ja, das hat jetzt nicht drauf tun können. Aber es war voller Ausschlag, wirklich. Volle Kanne. Wirklich, ja, bis ganz nach rechts. Gut, dann gehen wir. Jetzt wieder ein Ausschlag. Ja, jetzt ist wieder. Ja, die Ausschläge sind da. Irgendwas ist da. Ich wollte gerade sagen, Gott sei Dank ist da nicht dunkel in Erinnerung. Oder kalt, ja. Aber das geht jetzt schon, oder? Irgendwann einmal gewöhnt man sich dran. Spannend. So legt das gerade 2 Meter dann wieder daher. Gut. Das ist jetzt abgedreht. Das sind schon nicht so lang wie die Aufnahme. So lang. Ja, dann machen wir kurze Pause, dann sie kriegt das und dann Ja. gut. Was war das? Ich weiß es auch nicht, ich kann mir das jetzt echt nicht erklären, aber ich glaube eine Mäuse oder sowas. Das sind Aber so schon langsam könnte ich mir Schau, vorstellen. das an. Okay, irgendwas ist da. Ja. Hast du da oben geläutet? Aber schon langsam kann ich mir ein Bild machen, dass, wenn sich solche Kleinigkeiten auch über Stunden hinweg summieren, dass man da nicht bleiben möchte. Irgendwann einmal wirst paranoid. Ja, ich meine, Ja, dann ist es zu spät. die meisten Sachen kriegen die Leute nicht mit, weil gerade 2 Meter, das haben wir jetzt mit. Nicht? Aber sowas wie Bewegungsmelder, die Dosen, die runterfallen, das kann schon verängstigen, wenn das immer wieder mal passiert. Ja. Die Türe. Die Türe, ja, ich meine, gut, Das da war kann man, wenn mir das passiert, denke ich mir, keine Ahnung, wenn das einmal passiert, okay, da hat es das ist halt die Türe, ich verstehe. sowas, ja, aber wenn es mehrfach passiert, dann fangen wir zum Grübeln an. Gut. Und man fühlt sich nicht mehr wohl. Dann endlich das Portal, oder? Genau. Ja, sag ich mal. Das sind doch Schritte. Hast du das? Schnappen wir uns nochmal die Kinect und gehen rauf. Ja, klar. Hörst du das? Das sind doch Schritte. Da bin ich blöd, Kurt. Ich höre es auch. Das knackst dir richtig drum. Schon ziemlich leer. Hallo? Noch immer. Und Schlag auf. Hallo?
marschiert denn hier herum? Das auch, oder? Mhm. Schau den Ausschlag an. Okay. Das waren noch Schritte, oder? Ja, eindeutig, hat sich da noch angehört. Und war relativ lang, ja. Also immer wieder. Das ist richtig das Holz geknackst, als würde das auch überschleichen. Ja, man kann's. Also irgendwie so komisch, das waren keine richtigen Schritte, das war so wie Schleifen ein bisschen. Ja. Du möchtest auf dich aufmerksam machen, oder? Schau. Okay. Machst du das mit den Gästen im Haus auch immer? Wir freuen uns, dass du dich bemerkbar machst. Mhm. Sehr. Aber ein bisschen verstecken tust du dich. Ja. Zeig dich doch bitte. Ja, Ausschlag ist da. Sollten wir zweimal mit dem Portal anfangen? Mhm. Okay. Lass mich vielleicht einmal vorgehen. Ja, der Kinect. Nix, ne? Siehst du, ne? Geht schon. Wer hat denn hier geläutet? Und dann wieder nix. Dann ist mir total deutlich und auffällig und dann So, das ist ruhig jetzt, oder? Jetzt ist er ruhig, ja. Das kommt immer so intervallmäßig, gell? Ja. Du kannst dich gerne bei uns zeigen. Oder jetzt schon wieder was? Nein, das war ich. Das knackst die Stiege. Das ist das Problem, wenn man wirklich da runter geht. Aber zuerst waren wir unten alle. Ich meine, sowas von überhaupt nichts. Mhm. Zeigt die Kinect an. Gar nichts, ja. Gut. Dann. Aber jetzt ist es wieder ruhig. Ja. Windstille, alle Personen im selben Raum, sprich im Erdgeschoss, aber schrittähnliche Geräusche im ersten Stock und ein Bewegungsmelder, der auslöst. Wieder war auf der Kinect nichts zu sehen und als wir oben ankamen, war auch schon wieder Ruhe. Es ist schon klar, dass ein Holzhaus arbeitet und dass es immer wieder zu Geräuschen kommen kann. Daran gibt es auch nichts zu diskutieren. Nur, warum sollte zeitgleich der Bewegungsmelder auslösen? Für uns häuften sich an diesem Abend zum ersten Mal die Vorkommnisse so stark, dass keiner von uns mehr eine Idee für logische Erklärungen hatte. Sollten diese Vorkommnisse aber an der Tagesordnung stehen, können wir uns sehr gut vorstellen, dass man sich
hier gar nicht wohlfühlt oder sogar flüchtet. Nach einer kurzen Pause kehrte dann wieder Ruhe ein und wir konnten dann endlich das Portal starten. Dass sich jedes Mal nichts zeigt, Ja. wenn man dann mit der Kinect drauf geht. Die Kinect hat halt nicht einmal den Kameramann oder dich irgendwie erfasst. Mal schauen, ob die richtig funktioniert. Ja, aber Bewegungsmelder, Schritte. Ja, das ist schon spannend. Ja. Ja. Ich bin wirklich neugierig, was da noch rauskommt. So. Wer läuft denn hier im Haus oben herum? Was ist das? Wer ist hier mit uns mit im Haus? Schon, mal Schock. Was ist da? Dr. Window Red Light. Wer hat bei unserem letzten Besuch Christian so erschreckt? Kennst du unsere Namen? Hat dir jemand Teufel geflüstert? The family formation allowed. Wer ist vorher im ersten Stock herumgelaufen? Susi? Ja, ich weiß nicht. Erzählt uns bitte noch was über dieses Haus und wer noch hier ist. Da schon. Maximal, aber hört gleich gar nicht auf. Warum
dürfen hier keine Besucher herkommen. Wie viele Seelen sind in diesem Haus? Tja. Ich habe jetzt 8 verstanden. Verstehe nicht. Ich verstehe es leider meistens erst beim Auswerten. Gibt es in diesem Haus ein Portal, ein Tor zu einer anderen Welt oder Dimension? Hier wollen keine Leute mehr herkommen, die haben alle Angst. Sag mir doch bitte, wovor und warum. Streetwalker beside table. Wir haben heute doch einige Sachen mitbekommen, wie zum Beispiel die Cremedose, die alte, die heruntergefallen ist, die Geräusche im ersten Stock, die Bewegungsmelder, die Geräusche am Telefon. Wer macht das alles? Sprecht aus einer Zwischenwelt zwischen Himmel und Hölle, wenn man es so sagen möchte. Hast du das gerade? Ja. Hölle. Ja. Das habe ich jetzt verstanden. Sprecht ihr alle aus der Hölle? Das schlagt irgendwie gefühlsmäßig ins Negative um. Ist es eine Zwischenwelt? Ist es so wie ein Fegefeuer oder ist es wirklich die Hölle? Das ist im Augenblick. Aber ich weiß nicht warum. Ja. Einfach so. Das ist keine. American children remain. Ihr wollt
nicht mit uns sprechen, richtig? Oder dürft ihr nicht mit uns sprechen? Schon wieder. Sie wollen mit uns sprechen, aber sie dürfen nicht mit uns sprechen. Warum dürft ihr nicht mit uns sprechen? Ich verstand, vielleicht fürchten wir uns. Next Tuesday. Viele Gruppen und Menschen, die mit euch kommunizieren, hören immer wieder den Satz, er kommt. Wer ist er? Ist es er, der euch alles verbietet? Ein Wächter? Seid ihr in einer Zwischenwelt, wo noch entschieden wird, was mit euch passiert, und dort gibt es Wächter? Strong John Doll sexually hurt. Opening obsidian possibility. Wer ist er? Er kommt. Wer ist er? SAP Ball Check. Ist dieses Haus ein Weg, wo er zwischen den Welten hin und her gehen kann? Sagt uns doch bitte eine Möglichkeit, wie wir besser Kontakt zu euch aufnehmen können und wie wir eure Welt besser erforschen können. Gibt es da Möglichkeiten? The light
Ist hier irgendjemand bei uns, mit dem wir schon vorher einmal gesprochen haben? Können wir irgendwie etwas machen, dass wieder Leute hierher kommen können, ohne sich zu fürchten? Wer soll denn wohin mitkommen? Sagt uns doch bitte, wer er ist. Ist er hier? Ich habe es ja schon ein paar Mal gefragt, aber ich frage sicherheitshalber noch einmal. Wer ist vorher hier herumgelaufen oben? Wenn ihr uns noch etwas Wichtiges mitgeben möchtet auf dem Weg, dann sagt uns das bitte jetzt. Ausschlag. Möchtet ihr uns noch etwas mitteilen?
Möchtet ihr, dass wir nach Hause gehen? Er kommt. Jetzt was da. Wer kommt? Sagt uns bitte, wer kommt. You'll go wrong. Wer kommt denn jetzt? Das geht gar nicht raus, gell? Wie kalt ist es? Also, es ist kalt. Wer kommt denn bitte? Ja, im Hintergrund. Also ich habe jetzt dreimal was gehört. Weißt du doch was? Ja, Ja, ja. Dämon. So habe ich dich so angeschaut, ja. Ist er ein Dämon? Ist er ein Wächter? Was ist mein Name? Ich hab's nicht gehört. Ist es besser, wenn wir an dieser Stelle aufhören? Letzte Möglichkeit, uns noch etwas mitzuteilen. Möchtet ihr noch etwas sagen? Gut, dann bedanken wir uns, dass wir nochmal hier sein durften. Bin schon gespannt, ob wir noch Antworten finden werden. Lumen Side next reading. Rock rock noise.
Vielen Dank, dass ihr mit uns gesprochen habt. Danke. Ein ereignisreicher und langer Tag. Das Portal hat im Gegensatz zur Ghostbox diesmal eher weniger Ergebnisse gebracht. Bei den bisherigen Ermittlungen konnte man nach einiger Zeit immer Zusammenhänge erkennen. Namen oder Geschichten kamen immer wieder vor und irgendwie hat alles Sinn ergeben. In diesem Haus war das aber nicht so. Irgendwie ergibt sich immer wieder etwas Neues, aber es ist nicht wirklich greifbar, es lässt sich nicht wirklich überprüfen. Dafür machten sich aber hier Gegenstände selbstständig und hier haben wir Dinge gesehen, die wir selbst nie für möglich gehalten hätten. Geplant war, dass dies der letzte Besuch in diesem Haus war, aber nach den Ereignissen überlegten wir, mit einem Medium zurückzukehren. Ich denke, dass wir hier allein mit unseren technischen Möglichkeiten nicht mehr weiterkommen werden.